So. Wir werden jetzt da mal durchgehen, würde ich sagen. Beziehungsweise wir werden jetzt uns den Hinterhof hier angucken. Okay, dann gucken wir mal, dass wir hinten was finden. Sieht verlassen aus. Und sehr gebruckelt. Aha. Ah, ein offenes Fenster. Da komme ich sicher rein, ja. Ich brauche etwas, von dem ich mich abstoßen kann. Und wenn ich da hoch bin, mal sehen, was ich so finde. Ich würde sagen, von dem Balkon da oben, oder? Abstoßen. Suspicious. Können wir mal hier verschlossen. Wenn es offen wäre, wäre ich schon längst drin. Ja, klar. Abstoßen. Warte mal, ich gehe mal hier. Da können wir uns abstoßen. Ja. Hier. 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 Aber hier ist ja auch so kaputt, ne? Hier oben. Wenn der schon das anzeigt. Hey. Ah, warte mal. Hier ist es gut. Von hier aus kann ich hochklettern. Okay, dann werden wir das auch mal machen. So, und dann hier rüber. Wir haben nur eine gewisse... Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie das nochmal ging. Ah ja, okay. Überwinde diese Stellen, indem du im richtigen Moment im Sprinten B drückst. Okay. Über das Wandlaufen, du kannst große Spalten überwinden, wenn du an der Wand entlang läufst. Drücke A, um auf eine Spalte zuzulaufen und dann bei Aufforderung B an einer Wand entlang zu laufen. Okay. Über Stangensprünge, du kannst dich natürlich über Eisenstangen schwingen, um große Spalten zu überbringen. Das funktioniert ähnlich wie beim Wandlauf. Drücke A, um auf eine Spalte zuzulaufen und dann bei Aufforderung B, um dich über eine Stange in Sicherheit zu springen. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal hier A. Zack. Jawohl, hat geklappt. Einsammeln. Wir müssen noch höher, ne? Eigentlich müssen wir noch höher. Da oben. Ach so, okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Okay, B. Gehen hier rüber. Und müssen noch einen höher. Da haben wir eine Stange. Okay, hat auch geklappt. Und dann haben wir eine Leiter. Da können wir noch ein paar Sachen einsammeln. Ich hoffe, ich werde mal irgendwann erfahren, wofür die sind. So, hier haben wir auch wieder was. Toughness, okay. Okay. Kann ich da nicht so? Kann ich da nicht so? Nein. Okay, wir stellen uns hier hin und dann... Wird ja wohl hier irgendwie rüberkommen. Was ist denn hier los, Leute? Ich bin ja jetzt hier nicht zum Spaß rübergegangen. Ach so. Okay, alles klar. Doch, ich bin zum Spaß hier rübergegangen. Und zwar geht's hier weiter. Und jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir genug Ausdauer haben. Hahaha. Ja, super. Kann ich mich hier irgendwie dranhängen? Nein, nicht zurück. Oh! Das wollte ich jetzt aber auch nicht. Also das Ganze nochmal von vorne. Einmal nach oben. Einmal hier rüber.
Ja, ihr müsst entschuldigen, aber ich habe jetzt schon lange nicht mehr das Spiel gespielt. Von daher muss ich mich selber erstmal wieder reinwursteln. Ja, so ist das manchmal. Man hat das Spiel schon lange in Vorbereitung. Und kann aber nicht viel machen. Okay. Gehen wir hier rüber. Ne, hier ist nix. Ah, okay, das ist es. So, dann Sprünge im Klettern. Bewege während du an der Wand und drücke B, um einen Wandbereich zu springen. Wenn die gezeigte Haltung korrekt einnimmst, kannst du den Sprung ausführen. Okay. Hopp. Und wir müssen immer gucken. Ach nee, wenn wir klettern, eigentlich ja. Oh shit, verdammt. Oh, Leute, gleich ist Ende. Ende. Ja, wir fallen einfach nur runter, ne? So, wir sind da. Puh. Okay, aber mit dem Loslassen, dann betreten wir das mal. Hello? Anybody here? Coming through. Now, where exactly was the body? There's gotta be some clues that'll give me that. Okay, dann suchen wir mal nach der Leiche. Okay, jetzt sind wir unten. Huh? Are these burn marks? Wir erinnern uns. What the? Brandflecken auf dem Boden. Es sieht so aus, als wären die Oberflächen mit rotem Pulver bestäubt. Ja, wir erinnern uns. Es wurde ja praktisch dahin geleuchtet mit den. Das heißt, Suspicious. dieser schwarze Fleck muss Blut sein. War hier also Mikoshibas Leiche? Warte mal, hier liegt auch noch was. Lauter Fußspuren. Die Polizei hat das Gebäude wohl mit ziemlich vielen Leuten durchsucht. Auf jeden Fall. Wir gucken nochmal. Wir gehen mal ein bisschen rum. What the? Was haben wir denn da? Das Gebäude ist eine einzige Bruchbude, als wäre einfach jemand zu faul gewesen, es abzureißen, ja. Was haben wir hier? Das Gebäude, ach so, okay. Dasselbe, ne? Aber irgendwas muss ja hier noch sein, ne? Ah ne, wir haben schon alles, okay. Seiner Fallakten wurden neue Informationen hinzugefügt. Der Mord an dem vermissten Lehrer, Beweise aktualisiert. Wir gucken uns das mal an. Kapitel 4, Rotes Messer. Und zwar haben wir einmal das Opfer, Hiro Mikoshiba. Dann haben wir Akihiro Ehara, der Beamte, der verhaftet wurde. Wir haben Yuko Sawa, das ist die Englischlehrerin. Und wir haben Mami Koda, das ist die Schülerin. So, dann haben wir aber auch noch hier einen Punkt. Moment. So. Beweise. Und zwar haben wir hier diese verräterischen Brandspuren. Brandspuren auf dem Boden in die Richtung führen, in der Mikoshibas Leiche versteckt wurde. Offenbar wurde irgendein rotes Pulver zurückgelassen. Und wir haben die Blutflecken, die am Tatort entdeckt wurden. Der Menge an Blut nach zu urteilen, wurde er vermutlich hier ermordet. Können wir hineinzoomen. Aber viel sehen tun wir da jetzt nicht. Und das haben wir nochmal die Brandflecken. Okay. Das sind praktisch die neuen Sachen. Oh, oh. Dieser Fall muss den Ort der Leiche anzeigen. Der Mörder wollte wohl alles gut organisiert haben.
Das Gebäude passt zu dem Foto hier. Also lebte Mikoshiba, als er hergebracht wurde. Also ist das nicht bloß der Ort, an dem die Leiche abgelegt wurde? Hier fand der eigentliche Mord statt. Hä? Ich sag ja, oh. Ach du Scheiße, wir müssen da raus. Da kommt jemand. Hey, Oh nein. I heard something. Who's there? Oh je. State your name and purpose. Well... Get some backup over here. Hey, now, wait a second. Can we maybe talk this out? Put your hands up and turn around. Who are you and what were you up to? Wir sagen wohl besser die Takayuki Yagami. The Yagami Detective Agency. Yeah, in Kamurocho. Weren't you the guy at Serio yesterday? I could have sworn I saw your face there. Huh? Maybe. The name's Watanabe. Kanagawa PD Division 1. Charmed, I'm sure. Kizuke Watanabe. This fella here is Sakurai. Sup? So, you think barging into a crime scene was a real bright idea? What? I thought you guys were done here. I figured I could take a look around. What? You wouldn't happen to be working with Genda Law, would you? Huh? You hear on Shirosaki-sensei's business? Saori Shirosaki, right? The grouchy one. Okay, how'd you know? Well, it started when Mikoshiba's body turned up. Once our investigation kicked off, we found out about that pervert cop in Tokyo. Seems he knew where the body would be. But when we went to go see him, HQ pumped the brakes. They said no interviews on this one. Much to our amusement, we ended up being directed to Shirosaki, the perv's lawyer. Dann haben sie sich diese Polizisten also mit Saori-san getroffen, um etwas über den Ehari-Vorfall zu erfahren. Being that Genda Law office is in Kamurocho, and you're a Kamurocho detective working her case. That means either the two of you are connected, or I'm really losing my touch. Well, you've certainly got my number. Now that you know, how about taking these cuffs off? Smooth, but the jury's still out on you, pal. First, you got any thoughts on all that? On anything specific? The part about HQ locking us out of interviewing Ehara, smart guy. Here we are with a material witness who it turns out knew about a corpse rotting away for 2 months. And those Tokyo chuckleheads just shut us out. Balls even for those tight asses. Mal sehen, die Polizei von Kanagawa ist die von hier und die Zentrale ist die Polizei von Tokio. Für Verbrechen in Ijincho ist also die Polizei von Kanagawa zuständig. Und da kommt Detective Watanabe her. Ehara was Tokyo PD, so wouldn't they want to protect him? They probably want it handled discreetly. Nah, if only it were that simple. This isn't about protection. They get burnt real bad if they tried to bury this shit under the rug. Besides, not only is this cop a nasty creep, he's got ties to a fucking murder. Another prefecture blows the lid on that, the top brass may as well kiss their jobs goodbye. Heads would roll. They've got to wash the shit stains off their laundry to keep their asses clean. Yeah, I could see how that makes sense. Anyway, so HQ told us their boys would look into Ehara. What we had to do was hand them our notes on the murder. Can you believe that crap? Like hell we're gonna bend over for them. But look where that's got us. Now nobody's interrogated Ehara. Are Kanagawa and Tokyo PD really fighting over who gets the credit? Don't tell me they're that petty. Like you wouldn't believe. While the higher-ups play intel hoarding games, Ehara is just sitting pretty. Shit. The cop's supposed to be chasing down the perps. Instead, here I am with my hands tied, bitching to a PI. So I'm your therapist now.
was gonna take you down to the station and put the squeeze on you. But if you're a half-decent detective, maybe we could collaborate. Oh yeah? I mean, you came all the way from Kamurocho to sniff around here, right? I highly doubt you found much. But tell me something I don't know and maybe the cuffs will fall off. You proposing a deal? Depends on if what you've got is worth making one. Das wird die reine Zeitverschwendung, aber ich will ja auch ein paar Infos von diesem Polizisten. Vielleicht ist es am besten, mit ihnen zusammenzuarbeiten und ein paar Erkenntnisse mit ihnen zu teilen. Okay, wir haben das Foto, aber das möchte ich als letztes nehmen. Wir fangen mal an mit diesem Pfeil. Ja. Just so happens I've got some freshly gathered info right here. Hope you like it. You think we're stupid? How is this gonna be of any help now? Maybe you'd enjoy a night chilling in a slammer. Well, if that's how you feel, then let me show you something else. Something special. It better be worth my time. Precious thing to waste, ain't that right? Ja, ich wollte das langsam aufbauen. Vielleicht ist es am besten mit ihnen zusammen. Ja, okay. Dann machen wir das mit dem Foto. Ja, komm. Okay. How about this? What the hell? Hiro Mikoshiba. Was this taken here? Right before he died? Where did you get this? What kind of shit you trying to pull? I could tell you better with the cuffs off. You're craftier than I thought. Fine, let him loose. All right, let me get this straight. Right before you met up with this Seiryo High teacher, a strange woman showed up with this photo. Yeah. I couldn't get a good look at her. But it seems whatever threat she made worked. Sawa-sensei wouldn't say a thing after that. Saw was the one who supervised Mikoshiba for his student teaching program. I know that. So, this woman you're talking about must have had it in with the culprits. You know they were working in a group. That's quite a revelation. What makes you so sure about that? Sakurai, show him the photo of the body. And spare me the protocol lecture. I'm sick of this going nowhere. If Hotshot here is gonna look into Ehara for us, we may as well take advantage of it. You're the boss, Nabe-san. Oh, das muss 2 Monate nach seinem Tod sein. Die Leiche sieht ziemlich verwest aus. Mikoshiba was last seen alive 2 months ago, October 7th, 6:30 a.m. He was talking to his mother as he exited their house back in the city. Since there were no other sightings of him, it's likely he was abducted a short ways from his home. This had to be done by vehicle, as common sense would tell us. So there must have been at least 2 suspects, a driver and a handler. If it were me, I'd have put 3 on the job. So that's why you figured it was a group effort. Sounds logical to me. Mm-hmm. Now, according to the autopsy report, they found food in the poor guy's stomach. Based on how digested it was, we can assume he was killed at least an hour after breakfast, putting it around 7:30. And not long after, he was brought here. His throat was slit with a knife. Get all that, Hotshot? Dann wurde Mikoshiba in der Nähe seiner Wohnung entführt und dann irgendwann nach 7:30 Uhr hier getötet. And what was our friend Ehara doing at that time? The old perv was walking through Ikebukuro's ticket gates around 7:43 a.m. This was stated in court and corroborated by multiple security tapes. But if that's true, he couldn't possibly have killed Mikoshiba. It's 30 kilometers between here and Ikebukuro. Yeah, that's the meat of his alibi. Yet somehow he knew Mikoshiba's body would be discovered 2 months after his arrest, despite being in custody the whole time. So there's no doubt he's connected to the killers. Just put the screws to him, he'd squeal. Damn it, HQ! Why the hell are we out here working the site if it's already been picked clean? All right, Nabe-san. Deep breaths.
Yeah. But do you see why we've got to get someone in to talk to Ehara? Hell, beg Shirosaki-sensei for a visit if you have to. HQ can't say squat about his attorney visiting. Was für ein Bulle. Wir haben uns gerade erst kennengelernt und ich bin auf dem besten Weg, sein Laufbursche zu werden. Ja, so sieht das aus, Leute. Aber ich bin ja auch nicht besser. What you said raises some questions of my own. About the crime scene and the body. Oh yeah? Ask away then. Die Chance auf ein paar sachdienliche Fakten, zum Beispiel welche Beweise die Polizei hier gefunden hat, genau. Zum Beispiel ja, die Todesursache, okay. What was the victim's cause of death? The news called it a massive hemorrhage. Yep. They slit his throat and let him bleed to death. Okay. After tying him to a chair, the killer stood behind him. Lifting his chin with his left hand, his right hand slid the knife. Im Rechten, okay. Sounds like you guys have that bit on lockdown, huh? It's one of the few things we're sure of. Was noch? Ah, ich muss fragen, was die Polizei schon alles vom Tatort schließen konnte. Ja, klar. Die Brandspuren. Wie sieht's damit aus? Oder wir gehen mal auf die... ne, wir machen die Brandspuren erstmal. Oder die Todeszeit ist vielleicht How interessant. narrow is the window for Mikoshiba's estimated time of death? Based on how digested his breakfast was, he was killed somewhere between 7:30 and noon on the morning of October 7th. Das hat man eine lange Zeit. Pretty impressed you can narrow it down like that with a 2-month-old corpse. Yeah, well, the window gets much bigger if we consider the possibility that the killers forced Mikoshiba to eat. At any point after the kidnapping, they could have made him eat a typical Mikoshiba family breakfast. It's possible. All they had to do was make him say what he usually eats. Good, we're on the same page. Now, if we take into account the decomposition of the body, Mikoshiba's estimated time of death actually ranges from 7:30 a.m. on October 7th all the way to the end of that month. So about 3 weeks. 3 weeks? That's a massive gap. Can't we narrow it down further? The body's just too decomposed to do that. But expand the time frame all you want. Ehara was in custody through the whole thing, so he couldn't have done the deed. Das stimmt. Right. He spent 2 months behind bars. Hate to think a different crime got him such a strong alibi. In any case, someone else killed Mikoshiba. If we could just get in the same room as him, we'd know who that is. Sofern er die weiß. Wir fragen mal weiter. Und zwar würde ich gerne die I Brandspuren noticed the wissen. burn marks on the floor in the shape of an arrow. What's with that? Somebody lit flares here, ones that shoot red smoke. Genau, die lagen da. It was only a matter of time before the fire department got called, and they're the ones who stumbled on the body. Pretty obvious the culprit set up a smoke signal to make sure the body got found. They probably had the timing all worked out with Ehara so he could predict the body's discovery from maximum impact. And that's exactly what he did, just as the judge handed down the sentence. What would be the point of that, though? For all I know, he just wanted to blow everyone's minds. Okay, was noch? Was ist mit der Mordwaffe? Has the murder weapon been found? No, there were no weapons at the scene. A real shame. That'd be some decisive evidence. So when you said it was a knife, was that a guess based on analyzing the wound?
I wouldn't call it a guess. The coroner outright stated that the weapon was a sharp knife-like instrument. Okay. Okay, dann fragen wir mal nach dem Zustand der What Leiche. shape was the body in when it was found? Full of maggots and decomposing bad. His hands were zip-tied behind the chair, securing him in place. The cause of death was the throat wound, but before that, they really worked him over. Rough way for the guy to go. Damn. They even broke all his fingers. Both hands. That sounds painful. Fucked up, right? I'm guessing a professional did this. Could be Yakuza, could be Mafia, take your pick. We've got some guys checking that angle out too, just to make sure there's no stone left unturned. Okay, dann haben wir noch eine Frage. Nee, jetzt. Nämlich nach dem Eigentümer des Gebäudes. Doesn't this place have a manager? I'm sure it wasn't always like this. There is a property owner. He's been around Ijincho forever, but the building's been deserted for 2 years. Apparently, there was a padlock to keep the homeless out, but it was long gone by the time they found the body. Broken by the killers, most likely. Okay, dann haben wir keine weiteren Fragen mehr. I think I'm starting to get the picture here. That should be it for questions. Tell me, you detectives out in Kamurocho always this hands-on? Sorry, what? I'm saying you guys work quick. We had barely set foot in Seiryu High, and you already had the run of the place. Hell, you even closed in on that Sawa-sensei and got a meeting with her. I was just lucky to have been there on another case. Is that right? Aha. What? What's wrong? Somebody's spying on us with binoculars. No shit? 3 men, 30s probably. The one with binoculars is wearing a black jacket. My number's on my card! Yagami! Oh, Hey, wait up! wir holen uns den Won't get Typen. away! Oh. Entschuldigung. Ah, ich muss erst mal wieder klarkommen hier. Oi, der schießt. Hold up! Alto Bälle. Won't get away! Okay. Klappt ja so ein bisschen wenigstens. Okay. Triffst du das? Ja, okay. Ach, fuck. Hold up! Wo ist er hin? Um die Ecke, ja. Oh. Wo ist er? Da ist er. Glück gehabt. Treffen wir ihn? Bam! Leider nicht. Wir holen ihn uns. Wir haben aber auch nicht so viel Ausdauer, ne? Wir müssen es schaffen. Komm, wir schaffen's. Won't get away! Wir rennen immer dieselbe Weg. Aua! Verdammt! Verdammt! Hold up! Okay, wir haben ihn. Gotcha. Okay, wir haben einen von den dreien.
Oh, dann mal gucken. Damn, hotshot. You're quick on your feet. So let's hear why this fool had eyes on us. He claims he just wanted to see the scene for himself. It's true. Ask the other two guys with me. They'll be here any minute. So you were here gawking, is that it? Better than busting in like you own the place. I thought that was water under the bridge. So, who are you? Why'd you run? I ran because I saw a cop jump out a window and charge at me. Are you saying you'd stick around if you saw that? He thinks you're a cop. Should we get you a badge and a hat? I'd be honored. Do you have any ID on you? Will my license work? Kake-san, age 30. What do you do for work? Oh, I'm just a professional pencil pusher. Biotech, planning and management. Are your other two pals biologists too? No, one's an investor and the other's a consultant. We all went to high school together. Says here you have a Tokyo address. What brings you to Yokohama? Oh, well, I'm organizing a class reunion in Chinatown. So I came to scope out the location in advance. This ain't the way to Chinatown, pal. Oh, we thought since we came all the way to Yokohama, we might as well peek at the crime scene. Pretty morbid idea, isn't it? I suppose. What high school did you all attend? Kurakawa Academy. A private school in Tokyo. Also nicht die Sairo High, Mann. Die Typen haben also wirklich nichts mit dem Verbrechen zu tun. Hey! Over here! We'll need to verify your buddy's identification as well. I suggest you all cooperate. Okay. Nabi-san! Alright, you jokers are free to go. Appreciate you being so civil. Guess that settles it. They're just dumbass rubberneckers. Tough break, huh? After all you went through chasing them down. I don't mind. My motto's to always swing for the fences. Yeah, well, your strikeout was pretty amusing. The guy who goes down swinging is alright in my book. Now that that's settled, give my regards to Shirosaki-sensei. You get some dirt on Ehara soon. Das war interessant. Allmählich ergibt sich ein Bild. Eigentlich eine gute Zeit für einen Plausch mit Saori-san. Aber jetzt muss ich erstmal zurück zu Yokohama 99. Dann kann ich Saori-san anrufen. Deiner Fallakten wurden neue Informationen. Das gehen wir mal eben durch. Und zwar haben wir jetzt den Detective kennengelernt. Das ist der Kisuke Watanabe. Der Detective der Polizei von Kanagawa, Abteilung 1. Als Ermittler im Mordfall Hiro Mikoshiba hat er Saori zu Akuhiro Ehara befragt. Und dann haben wir noch die Brandspuren. Die wurden ja von roten Leuchtfackeln hinterlassen. Das haben wir nochmal bestätigt bekommen. Und als direkte Todesursache nennt der Bericht Blutverlust nach Durchtrennen der Kehle mit einem scharfen Gegenstand. Mikoshiba Hände waren auf dem Rücken, mit einem Kabelbinder gefesselt und alle Knochen in seinen Fingern wurden ihm durch schwere, stumpfe Gewalt gebrochen. Während er noch am Leben war allerdings. Basierend auf der Analyse seines Mageninhalts lag der Todeszeitpunkt vermutlich irgendwann nach 7:30 Uhr morgens am 7. Oktober. Ja. So sieht das aus, Freunde. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt zurückgehen, beziehungsweise bevor wir jetzt zurückgehen zum Detektivbüro, beenden wir diese Folge und ich sag mal bis zum nächsten Mal.